Moin aus dem Wunderland, heute mit einer Special-Leitstand-Folge. Wir haben jetzt seit etwas über einem Jahr das neue System, sind immer noch sehr stolz und froh, dass wir es hier haben und es erleichtert uns in ganz vielen Dingen die Arbeit. Und ihr habt das Glück und werdet jetzt 2 Tage lang den Christopher mal begleiten, einen netten Kollegen aus dem Team, der euch die unterschiedlichen Systeme ein bisschen näher bringt. Also das heißt, wie genau läuft das mit der Zugsteuerung, die Autosteuerung und die Flughafen-Airport-Steuerung. All diese Sachen werdet ihr euch angucken und im Detail mal ein bisschen in den Leitstand eingeführt. Viel Spaß! Wir haben damals auf vielen einzelnen Monitoren gearbeitet, 4:3, und haben jetzt 3 riesige Displays aufgebaut, die 24/7 laufen könnten und auf denen man alles frei skalieren und positionieren kann, um uns das Layout anzupassen, wie wir es brauchen. Dazu kamen neue Tastaturen, mit denen man sich jedes Gleisbild und jede Kamera auf seinen Arbeitsplatz holen kann. Man kann sich auf dem Bildschirm, den man vor sich hat, bis zu 5 verschiedene Monitore oder Quellen, wie wir das intern nennen, positionieren. Man kann auch die Ansicht wechseln, falls einem das zu viel ist. Hat dann nur ein Gleisbild und eine Kamera, um sich wirklich auf das Geschehen konzentrieren, was da gerade vor Ort passiert. Ist richtig schön geworden. Wir haben eine super Übersicht auf den 3 großen 98 Zoll Monitoren. Ja, es ist wie als hätte ein neues Leben begonnen. Ja, moin, ich bin der Chris. Ich arbeite seit 2019 hier am Leitstand und heute nehme ich euch mit für eine Schicht bei der Bahn, für die Zugsteuerung. Wir werden uns Entgleisungen angucken, ungefähr wie so eine hier. Dann werden wir Züge aufstellen und was noch alles anfällt, das zeige ich euch jetzt. Ich habe den Zug, der wurde repariert, der war kaputt und der wurde jetzt neu eingemessen, hat seine neuen Daten gekriegt, damit er auch auf der Anlage fahren kann. Und jetzt habe ich ihn hier eingetragen. Der fährt hier seine Runden. Die Software habe ich jetzt neu gestartet, damit die Daten übernommen werden. Und jetzt gehen wir hin zur Anlage, stellen den Zug auf und dann hoffen wir, dass er wieder fährt. Sehr gut. Jetzt schicken wir den einmal ab. Hauptbahn 9 habe ich die 1961 aufgestellt. Das ist die unbekannte. Magst du die mal mit weißem Pfeil abschicken? Ja. Das hier ist unsere Zugüberwachung. Damit können wir sehen, wo die Züge fahren und beziehungsweise wo sie nicht fahren. Alles, was grün ist, fährt. Das sind dann hier diese einzelnen Melder, die hier alle grün sind. Da ist alles in Bewegung, da ist alles in Ordnung. Und da, wo es rot ist oder blinkt, das sollte man sich auf jeden Fall angucken, weil da ist dann lange schon nichts mehr gefahren. Und hier vorne zum Beispiel, das ist unsere große ICE-Strecke, die da längs läuft. Und da blinken gerade beide Melder in beide Richtungen. Da müssen wir mal gucken, was da los ist. Ja, der fährt tatsächlich nicht. Das ist dieser ICE hier. Der soll eigentlich fahren. Rückwärts, vorwärts. Jetzt fährt er rückwärts. Perfekt. Nein, kannst du nebenan hier wieder einschalten, damit du nicht mehr ausholen. Ja, jetzt fährt er schon wieder. Das war schon alles. Der wollte nur Aufmerksamkeit. Ja, hier haben wir jetzt ein Gleisbild von 23 Stück insgesamt. Das hier ist die Hauptbahn 1. Die befindet sich in Knuffing mit dem großen Bahnhof, geht dann hier rüber in den Harzabschnitt. Das war somit die erste Bahn, die gebaut wurde. Hier haben wir dann eben auch die ganzen Züge, die hier gerade reinfahren in den Bahnhof. Der hier mit der gelben Fahrstraße, das ist hier gerade dieser Güterzug. Wir können die Güterzüge auch mit der Hand fahren. Die können wir einfach uns auswählen und dann fährt der Zug zum Beispiel ein bisschen vor
Das können wir machen, wenn die Züge nicht richtig reingefahren sind. Wir können sie auch einfach wieder anhalten. Die entgleisen halt auch sehr oft. Das ist halt auch immer das häufigste Problem, was wir hier haben. Das kann an unterschiedlichen Gründen liegen. Zum Beispiel gibt es den Schleifer beim Mittelleiter, der hakt sich irgendwo fest an Weichen oder irgendwelche Stoßstellen im Gleis. Die Züge verfangen sich auch mal ganz gerne in der Oberleitung. Das ist zum Beispiel auch so ein Grund, warum wir die Oberleitung nicht nutzen. Und generell, wenn es irgendwo Probleme gibt, deswegen sitzen wir halt auch hier und haben den Überblick, um diese Probleme wieder zu lösen. Jetzt sehen wir hier den Zug und um da perfekt ranzukommen, haben wir da eine Klappe in der Schweiz. Da müssen wir jetzt erstmal unter die Schweiz gehen und dann können wir besser an den Zug rankommen und dann wieder aufstellen. Volle Kanne. Super. Komme ich jetzt hier runter? Na gut. Da steht auch drauf. Leitstand für Chris. Der Leitstand hört. Magst du mal die Hauptbahn 7 einschalten? Aber natürlich. Alles klar. Ach so. Okay. Dann geht's noch los. Ja, fährt wieder. Sieht gut aus. Nachdem wir gestern die Züge gerettet haben, habe ich heute die Schicht am Airport. Zusätzlich fällt dann noch die Schicht für das Car-System an. Das heißt die Autos in Knoffing und in den USA und in Skandinavien. Hier ist auch schon der Airport geöffnet. Hier fallen auch schon gerade ein paar Fehler an. Und was da sonst noch alles dazugehört, das zeige ich euch jetzt. Hier haben wir auch schon tatsächlich gerade einen Fehler, der sich aber selber behoben hat. Die 48, das ist dieses Fahrzeug hier, das weiße, das hat zu lange gebraucht. Dann hat er erst gemeckert und dann ist das Fahrzeug aber noch rechtzeitig angekommen. Das kann sein, dass der Akku alle ist. Den müssen wir gleich mal in die Ladestation schicken. Sonst macht er das immer wieder. Dann haben wir hier noch einen Fehler. Hier ist ein Auto überfällig, das ist nicht angekommen. Vielleicht ist der Akku alle. Da ist einer hinten raufgefahren. Den kann ihn auch mal blinken lassen hier. Der hier ist zu weit gefahren. Dann lässt man den kurz zurückfahren. Und der vor ihm fährt auch zurück und vorwärts schafft das jetzt. Das ist halt so die hauptsächliche Aufgabe, gucken, dass die Autos alle rechtzeitig ankommen. Der Gast kriegt davon wahrscheinlich wenig mit, außer wenn jetzt ein Fahrzeug mal hinten rauf fährt. Aber das kriegen wir hier auch sofort mit, dank der Software, die das halt sofort meldet. Und das zieht sich halt in die USA genauso. Da ist das System eben genau gleich aufgebaut wie auch am Flughafen. Und hier können wir auch einen Einsatz starten. Zum Beispiel in den USA hat es in Miami lange nicht gebrannt. Da können wir jetzt mal den Einsatz starten. Wir stehen jetzt hier in der Ladestation und am PC haben wir zwei Fehlermeldungen. Dann Ladegasse 18, das ist die hier. Da ist irgendwas defekt. Hier steht jetzt Sicherung defekt. Dann müssen wir noch mal gucken. Und Ladegasse 22 hat keinen Kontakt, das ist der Bus hier. Die macht nicht wirklich was. Da müssen wir den Bus noch mal in eine andere Ladegasse schicken. Pia, ich habe ihn jetzt in der 23 eingestellt. Magst du mal die Tore schließen? Ich glaube aber auch, der ist komplett leer. Und jetzt sehen wir hier oben auch die Spannung. Und der muss auf jeden Fall geladen werden.
Jetzt habt ihr mal so einen Arbeitsalltag miterlebt. Es ist immer viel zu tun, stressige Phasen, aber Teile der Anlage sind schon 20 Jahre alt und wir sind heilfroh, dass wir mit dieser neuen Technik hier auch jetzt zeitgemäß das Ganze weiter steuern können, Fehler sehr schnell erkennen und möglichst schnell wieder beheben. Und insofern bleibt alle da draußen gesund und wir sehen uns bald im Wunderland.